Coming up. Ganz schön falsch. Ganz schön steil. Und ganz schön lang. Nach unserer Rückkehr aus Österreich sind alle irgendwie beschäftigt gsi. Der Mr. Kettwiesel hat für den Kelusch einen Hag müssen bauen. Sieht doch ziemlich gut aus so. Aber er hat sich nicht lange daran gewöhnen. Und schon sind wir wieder unterwegs gsi in Richtung Frankreich. Und zwar beim Morgenessen. Schon sind wir falsch gefahren. Also jetzt gerade verkackt. Wie immer hier in der Region um Genf kämpfen wir uns die steilsten Autobahnstrassen darauf. Alle brausen an uns vorbei. Wir sind in der Haute-Loire unterwegs. Das ist südlich von Lyon und Clermont-Ferrand in Richtung Mittelmeer. Hundespaziergang in Brief. Klappe die zweite. Ich weiß nicht, wie es heisst. Brief Charassac. Wir reisen schon zu lang. Ich vergesse alle Orte, wo wir sind gerade. Ja, das kann passieren. Das geht dem Mr. Kettwiesel manchmal auch so. Überall trifft man da übrigens auf erschlossene Vulkane. Überall trifft man da übrigens auch auf erloschene Vulkane, wie man da im Hintergrund sieht. Wir geniessen hier in Polignac bei einer Festung jetzt gerade unsere Kaffeepause. Wir werden später nach Le Puy-en-Velay gehen. Ein schönes Städtchen mit der Rolfstatue. Madonna aber. Eine Madonna ist es. Rolf Madonna. Mist, gibt es eigentlich keine Rolfstatue? Ja. Muss man dir mal ein Denkmal machen? Ich brauche ein Denkmal.
schnell hier hoch. Hier das Château oder Fortes von Polignac von außen anschauen. Während Mr. Kettwiesel ein bisschen weiter runter mit der Gelusch am Warten ist. Und Gelusch ist es zu heiß. Trotzdem haben wir es dann noch zum Kettwiesel zurückgeschafft. Ich bin hier gerade am Reise planen. Also planen ist ein bisschen übertrieben, aber am Schauen. Unser Ziel ist Lacanau-Océan. Das ist am Atlantik. In der Nähe von Bordeaux. Dort sind wir vor, ich glaube, 10 Jahren ist es schon mal gewesen. Dort haben wir so eine Cabane, ein Mobile Home, Häuschen gemietet für 10 Nächte. Und also noch 4 Tage noch eine Zeit bis in den Atlantik. Und Google Maps sagt, dass man mit einem normal schnellen Auto über Mautstrasse, also über Autobahn, über Clermont-Ferrand 6 Stunden hat. Was ist schon normal? Genau. Also so ein Raserauto, 6 Stunden. Das heisst, wir haben ein bisschen länger und wir werden wahrscheinlich auch nicht auf Clermont-Ferrand fahren zurück. Die Frage ist jetzt noch, wo machen wir einen Zwischenhalt? Und irgendwie ist der Ort Aurillac mal im Raum gestanden. Mhm. Kennt jemand von euch Aurillac? Geht es 2,5 Stunden. Bis dorthin. Mhm. Also für den Kettwiesel 3,5. Das ist aber nicht Autobahn. Dann hätte er ja wahrscheinlich nicht 3,5. Aber Kettwiesel und Anhänger 3,5 Stunden. Hat 3 vielleicht. Und von Aurillac auf Lacanau sind es dann noch 4 Stunden. Okay, gut. Mit Gelusch. Gelusch fährt neuerdings überhaupt nicht gerne Auto. Wenn er merkt, dass wir Auto fahren, legt er sich draussen flach am Boden und macht keinen Schritt. Dass man irgendwann gibt er sich dann seinem Schicksal. Ja, ist halt. Vielleicht müssen wir ihn das nächste Mal irgendjemandem mit Ferien geben und halt allein gehen. So gemein. Natürlich ein Witz gewesen. Der heilige Rolf! Sicher? Ja, schau, der sieht wirklich aus wie der heilige Rolf. Ja, leider gibt es hier keinen heiligen Rolf. Aber es ist alles auf so Hügel oben. In der Zeit, wo wir in Le Puy-en-Velay waren, sind am Abend jeweils Felsen und Gebäude animiert beleuchtet worden. Ein schönes Spektakel. Ja eben, es ist nicht der heilige Rolf, es ist eine Madonna. Ich bin im Aufstieg auf Rocher Saint-Michel. Von da hat man auch eine wunderschöne Aussicht über Le Puy-en-Velay.
Wow, es ist echt hoch da oben, wo man da ist. Und jetzt geht es extrem steil wieder drauf. Ich glaube, der Gelusch liebt Pizza. Hat sie zum Fressen oder zum Schlafen gern? Wir sind wieder unterwegs. Wir haben jetzt 4 schöne Tage und Nächte in der Auvergne verbracht. Zuerst im Rive Chaposac und dann gerade im Nachbarsort Le Puy-en-Velay. Es ist eine recht vulkanige Gegend, wo wir da waren. Ja, jetzt zieht es uns weiter Richtung Westen, Richtung Atlantikküste. Mal schauen, was uns heute verschlägt. Zeit für eine Mittagspause. Aber vorher gibt es immer noch eine Promenade pour Gelusch. Und natürlich auch für den Mr. Catwiesel und für Mrs. Catwiesel, damit die schön fit bleiben. Ihr erinnert euch an die Reiseplanung von der Mrs. Catwiesel. Die Stadt Aurillac haben wir zwar durchfahren, aber unser Schlafplätzchen haben wir in der Nähe von einem See in dieser Gegend gefunden. Auch schön gemütlich, oder? So, da haben wir noch eine kleine Brotkunde. Das da ist ein Baguette nochmal. Und das ist ein
Baguette traditionnel. Wir gönnen uns hier eine Abkühlung in dem See. Mr. Kettwiesel ist am Schwimmen. Ich bin vorher drin, aber einige traut sich nicht so recht rein. Wir sind 100! Kettwiesel geht alles! Der Kettwiesel auch! Und der Kenner schläft endlich! Moment! Das Haus hat doch der Mr. Kettwiesel schon mal gemalt. Wir sind in der Rocade de Bordeaux, der Umfahrung von Bordeaux. Und wir sind schon x-mal durch Bordeaux oder eben auf der Umfahrung Bordeaux gefahren. Aber ich glaube noch nie ohne, dass es irgendeinen stockenden Kolonnenverkehr gibt. Momentan läuft es recht gut. Hoffen wir, dass es so bleibt. Die Sonne ist gut. Hier auch einigermaßen. Hier auch. Das war die grosse Brücke über Garonne. Der Fluss, der durch Bordeaux fließt. Die hat der Mr. Kettwiesel nicht so gern, weil sie so hoch ist. Die Fahrtwind Richtung Lacano! Wir parkieren den Kettwiesel und ziehen in eins von diesen Häuschen. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal.